Hallo meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute nochmal ein Quick View, eine Übersicht über alle Funktionen von PopOp AI. Wir werden mal ganz kurz nochmal drüber fliegen, wie das Ganze sich gestaltet, was ihr machen könnt und wie ihr es installiert. Das PopOp AI gibt es kostenlos zum Ausprobieren, das kriegt ihr unten downloaden. Meine Maus wird ein bisschen zu aggressiv, und zwar für Windows, für Mac und für Mac Intel. Also da habt ihr alles drin, was ihr so braucht. Wir bleiben jetzt mal bei Windows. Wird auch schon heruntergeladen. Datei öffnen. Machen wir das mal kurz auf. Und hier kommt er in das Setup. Das ist dann einfach zu durchlaufen. Die komplette ausführliche Installation findest du im ausführlichen Video, was ich dir in der Videobeschreibung unten nochmal verlinke. Oder natürlich hier oben rechts siehst du das auch. Ja, linke ich dir kurz ein, da kommst du aufs Vollvideo, wenn dich das Programm wirklich genauer interessiert, und die Einführung findest du da auch. Dann schauen wir uns noch kurz die Preise an, damit wir da auch auf dem Laufenden sind. 2 Wochen kostenlos zum Ausprobieren, also 14 Tage, danach 19,95. Ein Jahr 149 € oder auf Lebensdauer 2,99. Wenn du es viel und oft benutzt, würde ich 2,99 die Lebensdauer nehmen. Wenn du es ab und zu mal nur benutzt, die 1995. Das ein Jahr, ja okay, gut, ist auch noch eine gute Alternative. Wenn man es natürlich immer wieder in unregelmäßigen Abschnitten verwendet, dann nimmst du das. Halten wir an dieser Stelle noch ganz kurz fest, dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz im PopOp AI selber um. Das ist unser Startbildschirm nach der Installation. Ich habe mit PopOp AI natürlich schon ein bisschen gearbeitet. Und wir steigen jetzt einfach mit den Projekten ein und stellen uns ein neues Projekt. Da musst du darauf aufpassen, es gibt hier kein Plus, neues Projekt hinzufügen. Du machst das einfach, indem du Projekt öffnen sagst. Dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich möchte das auf dem Desktop. Neuer Ordner. PopOp Video 2. So, habe ich das angelegt. Ordner auswählen. Und jetzt habe ich ein leeres Projekt, wo ich mir auch hier die Daten einfügen lassen kann. Das hier ist neuer Text einfügen, oder hier kann ich jetzt auch ein Dokument importieren. Das mache ich jetzt auch mal. Ich nehme mal Textdatei, nehmen wir unsere Musterunterhaltung. Und du hast hier auch gesehen, ich kann hier alles Mögliche auswählen. Markdown-Dateien, PDF-Datei, DocX-Dokumente, EPUB, ne? Dann Untertitel, HTML, Script und sonstiges. Da kannst du also wirklich alles Mögliche importieren. Und für dich jetzt interessant zu wissen ist jetzt einfach, wie mache ich das jetzt zum Beispiel Gesprächsprotokoll. Wir nennen wir jetzt mal um. Ich kann hier also auch alles bearbeiten. In das Interview PopOp AI. Das lasse ich in Dieter sprechen. Das ist quasi die Einleitung. Dann sage ich, was kann PopOp AI und wie kann ich es nutzen. Da nehmen wir uns jetzt einfach mal unter System, weiblich, dann die Karin, das nehmen wir jetzt mal, das ist ein schöner Kontrast zum Dieter. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume wiegen sich sanft im Wind. Gut, die Karin nehmen wir mal, fügen wir jetzt hinzu und einen Überblick über Funktion und Leistung von PopOp AI in diesem Video zusammengestellt. Das antwortet jetzt wieder der Dieter. Das ist natürlich jetzt blöd, weil wir das als Geschichtenerzähler ja eigentlich schon drin haben. Da nehmen wir jetzt mal den Cowboy hier. Und dann kann ich jetzt natürlich noch sagen, Absatz hinzufügen. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben, wo finden wir dieses Video? Und das würden wir natürlich jetzt dann auch wieder der Karin zuordnen. Dann geht's weiter. Wenn ihr das also fertig habt und euer Skript jetzt zum Beispiel fertig habt, könnt ihr hier auf Generieren gehen. Ihr habt hier die Möglichkeit, alle generieren. Das wäre jetzt das, was wir brauchen. Oder neue ungeänderte generieren. Das heißt, wenn ihr nur hier einen Absatz oder 2 Absätze geändert habt, müsst ihr nicht das ganze Protokoll ändern, weil das kann auch bei längeren Projekten ziemlich lange dauern. Und wenn das alles erstellt ist, dann kann ich hier unten noch sagen, beim Lesen, Scrollen, generieren, automatisch scrollen, dass ich mitlesen kann. Das kann ich einschalten und dann kann ich mir hier alle mal abspielen lassen. Das hört sich jetzt folgendermaßen an.
Gesprächsprotokoll. Pop-up AI. Was kann Pop-up AI und wie kann ich es nutzen? Einen Überblick über die Funktionen und Leistungsmerkmale von Pop-up AI haben wir in diesem Video zusammengestellt. Wo finden wir das Video? Ach, das ist doch ganz hübsch, kann man doch nichts sagen. Also ich finde das Programm knifflig und man kann wirklich was damit anfangen. Aufgaben, da könnt ihr sehen, in welchem Projekt momentan welche Aufgaben verarbeitet werden. Das sieht man aber erst bei längeren Projekten. Bei größeren Sachen, wo die Konfirmierung des Konvertieren ziemlich lange dauert. Dann haben wir hier die Bibliothek. Dann haben wir das System Stimmen. Das sind unser System alle Stimmen, die wir so haben. Und wir können die natürlich jetzt hier hinten trennen in männlich und in weiblich. Dann unsere Favoriten häufig verwendet. So viel habe ich jetzt damit irgendwie auch noch nicht gemacht. Stimmendesign machen wir gleich noch. Project haben wir jetzt auch noch keine Stimme zugeordnet, was, muss ich sagen, muss auch nicht korrekt ist. Also es ist ein paar Buggies haben wir noch drin. Bleiben wir mal im System. Hier kannst du dir jederzeit anhören, wie die Stimme klingt, welchen Klang sie hat und so weiter. Das kriegst du alles hier. Orientieren wir uns nicht nach dem Aussehen. Die Stimmen passen irgendwie nicht so ganz zum Aussehen. Das hätte ich mir wieder gewünscht. Die Doris, das ist die Stimme, die ist eine deutsche Stimme, weil wir es auch hier nur auf Deutsch eingestellt haben. Wenn wir jetzt mal alle Sprachen einstellen, dann finden wir hier schon wesentlich mehr. Dann seht ihr auch Amelia, US, Englisch, Australisch, Englisch, Entschuldigung, US-Englisch ist die Amy. Englisch, Englisch, Englisch. Da oben ist ein Spanischer zum Beispiel, hier auch Spanisch. Da kannst du jetzt wirklich auch hier alle so richtig schön auswählen. Dann Design. Design ist interessant, um sich Stimmen zu erstellen. Ich habe hier ein Stimmbeispiel, das finde ich eigentlich ganz gut. Warme magentische Diva. Und jetzt habe ich, wie ich es von einem KI-Prompt her auch kenne, hier unten ganz gemütlich eine weibliche Stimme, reifliche Persona, rauchige Stimme mit Zigarettenkrallen. Du überschreibst hier die Stimme jetzt ganz genau und ich habe festgestellt, das klingt richtig cool, wenn wir hier dahinter noch hinschreiben, frech. Das soll frech sein. Also es ist nichts anderes wie ein KI-Prompt, den du von ChatGPT und Google Gemini und so weiter auch kennst, der dir einfach die Stimme beschreibt. Du kannst natürlich auch hier von diesen Vorgaben eine auswählen und sie dir dann abändern. Dann kannst du hier sagen, die Stimmensprache, was ich haben will, Chinesisch, Mangostin, Portugies, Deutsch, Englisch, das ist dann alles keine Sache mehr und unter Feinabstimmung kannst du der Sache noch einen gewissen Feinschliff verpassen, allerdings erst, wenn du diese Stimme hier erstellt hast. Und das machen wir jetzt, wir lassen die Stimme generieren und damit das Video nicht zu lang wird, schalte ich euch kurz auf Pause. Die Erstellung unserer Stimme ist damit abgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich speichern. Nehmen wir mal freche Motorin. So. Stimme speichern. Dann gehen wir zur Bibliothek, nutzen das gleich aus. Wir haben unsere freche Moderatorin. Wir könnten jetzt natürlich noch ein Bild zuweisen, aber das würde jetzt so Feinigkeiten sprengen das jetzt hier in einer Quick View Übersicht einfach, was das Programm kann. Hören wir uns das Ganze mal an. Hallo, willkommen bei unserem Text-Speech-Service. Ich bin heute Ihre Stimme und lese Ihre Worte auf klare und natürliche Weise. Tippen Sie einfach etwas ein und lassen Sie Ihre Ideen lebendig werden. Also ich finde die fetzig. Also das ist wirklich eine Stimme, die richtig cool ist. Dann gehe ich nochmal auf Projekt und jetzt kann ich hier oben auch, hier habe ich noch eine fehlende Stimme. Sage ich Stimme wechseln. Dann sage ich Stimmdesign und wähle mir hier meine freche Moderatorin aus. Und habe die jetzt drin. Das ist natürlich jetzt hier, weil das Bild fehlt, schaut ein bisschen dusselig aus, aber das war's. Was ganz cool ist noch, ist Stimme-Identitätsverifizierung. Das musst du machen, wenn du eine Stimme klonen willst, und zwar deine eigene. Dann musst du quasi mehr oder weniger so versichern, dass es deine Stimme ist. Ich stimme der Verifizierung zu. Dann diesen Code hier solltest du kopieren. Herbstlaub bedeckt die kleinen Wege im Park, Kinder laufen fröhlich über die grüne Wiese. Aufnahme starten. Herbstlaub bedeckt die kleinen Wege im Park. Kinder laufen fröhlich über die grüne Wiese. So, da bleiben wir jetzt hängen. Das wird bei mir nicht funktionieren, weil ich hier eine virtuelle Maschine verwende. Das ist ein ARM Windows auf dem Mac ARM am Laufen. Das klappt hier irgendwie bei mir nicht.
Ich habe es einmal hingekriegt, da hat es funktioniert. Ich habe die Stimme aber gelöscht, damit ich es euch nochmal zeigen kann. Jetzt kriege ich es nicht nochmal hin. Also da dürft ihr euch dann spielen, das ist wirklich eine ganz gewandte Sache. Da gibst du dann einfach den Code ein zur Bestätigung, dass es deine Stimme ist, den Stimmennamen, wie wir es auch beim Stimmendesign gemacht haben, und sagst dann speichern. Das war das, was ich gesagt habe. Ja, bei mir geht's leider nicht. Herbstlaub bedeckt die kleinen Wege im Park. Kinder laufen fröhlich über die grüne Wiese. Ich weiß nicht, warum es nicht macht. Also wie gesagt, an meinem Mikro und so liegt es nicht. Auf jeden Fall bei mir tut es einfach nicht. Können wir es noch erneut versuchen. Aber das war es eigentlich auch schon in der Kurzübersicht für TTS von Pop-Up AI. Damit könnt ihr wirklich was anfangen. Das Ding ist wirklich gut. Also ich finde es salzig. Man kann wirklich was damit machen. Und die Stimmen klingen auch wirklich super. Das soll es auch schon gewesen sein für dieses Video. Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Dann in Hinweis in eigener Sache. Ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit. Auf meine privaten Kosten, sozusagen als ein nichtsbringendes Hobby. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, würde ich mich über eine Unterstützung sehr freuen. Spendenlinks findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn du weitergehende Probleme mit deinem PC hast, mit deinem MacBook, mit deinem Notebook, mit deinem Linux, mit deinem Windows, mit deinem macOS, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen, ohne Vertragsbindung, ohne Rechnung, ohne Eckenhaken und Ösen. Ohne Rechnung stimmt nicht. Einfach Auftrag gegen Rechnung, so wie früher. Alles klar, bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao.